Liebst du auch Filme wie Mad Max oder die Star Wars Saga? Warum auch dein Leben eine Heldenreise ist, darum geht es heute. Diese Filme weisen ein bestimmtes archetypisches Erzählmuster auf, nämlich die Heldenreise. Sie beschreiben den Weg des Protagonisten von einem gewöhnlichen Alltag in eine unbekannte, herausfordernde Welt, wo er verschiedene Prüfungen und Abenteuer bestehen muss, um schließlich gestärkt, transformiert und mit neuer Weisheit zurückzukehren. Lass dich überraschen. Das Konzept der Heldenreise wurde von dem Mythologen Joseph Campbell entwickelt. In seinem Buch Der Heros in 1000 Gestalten hat er es detailliert beschrieben. Es lässt sich in verschiedene Phasen unterteilen. Erstens alltägliche Welt. Der Held beginnt in seiner normalen Umgebung, aber er spürt oft eine innere Unzufriedenheit oder eine Sehnsucht nach Veränderung. Zweitens, Ruf zum Abenteuer. Ein Ereignis oder eine Person ruft den Helden zu einem Abenteuer oder einer Aufgabe, die außerhalb seiner gewohnten Welt liegt. Anfangs kann er widerstrebend sein, sich dieser Herausforderung zu stellen. Drittens, Weigerung des Rufes. Der Held zögert oder weigert sich zunächst, dem Ruf zum Abenteuer zu folgen, aus Angst, Unsicherheit oder anderen Gründen. Viertens, Begegnung mit dem Mentor. Der Held trifft auf einen Mentor oder weisen Führer, der ihm Rat, Anleitung oder Fähigkeiten gibt, um die bevorstehenden Prüfungen zu bestehen. Fünftens, Überschreiten der ersten Schwelle. Der Held tritt in eine unbekannte Welt ein, wo er verschiedenen Herausforderungen, Feinden und Prüfungen gegenübersteht. Dies markiert den Beginn seiner tatsächlichen Heldenreise. Sechstens, Prüfungen, Verbündete, Feinde. Während seiner Reise erlebt der Held eine Reihe von Prüfungen, begegnet Verbündeten und Feinden, gewinnt Fähigkeiten und entwickelt sich emotional und physisch weiter. Siebtens, Höhepunkt. Der Höhepunkt der Reise ist oft ein entscheidendes Ereignis, in dem der Held eine letzte Prüfung oder Konfrontation bewältigen muss. Dies kann auch eine Art Wiedergeburt oder Transformation des Helden symbolisieren. Achtens, Rückkehr. Der Held kehrt mit neuer Weisheit, Fähigkeiten oder einem Schatz aus der unbekannten Welt zurück in seine ursprüngliche Umgebung. Neuntens, Rückkehr zur gewöhnlichen Welt. Der Held versucht, die neu gewonnenen Erkenntnisse und Fähigkeiten in seine gewohnte Welt zu integrieren. Die Vorstellung, dass das Leben eine Abfolge von Krisen ist, die erfolgreich bewältigt werden müssen, um persönliche Entwicklung zu ermöglichen, basiert auf dem psychologischen Konzept der Resilienz. Resilienz bezieht sich auf die Fähigkeit, sich nach Rückschlägen, Krisen oder Schwierigkeiten wieder zu erholen und stärker daraus hervorzugehen. Diese Perspektive betont, dass Herausforderungen und Krisen natürliche Teile des Lebens sind und dass ihr Überwinden uns die Möglichkeit gibt, unsere Fähigkeiten zu entwickeln, unsere Belastbarkeit zu stärken und letztendlich persönliches Wachstum zu erfahren. Indem wir uns den Herausforderungen des Lebens stellen, lernen wir, unsere Bewältigungsstrategien zu verbessern, neue Fähigkeiten zu erwerben und unser Selbstvertrauen zu steigern. Dieser Prozess kann uns dabei unterstützen, widerstandsfähiger gegenüber zukünftigen Schwierigkeiten zu werden und uns in verschiedenen Aspekten unseres Lebens weiterzuentwickeln. Das Konzept der Resilienz
hat seine Wurzeln in verschiedenen Fachbereichen, darunter Psychologie, Sozialwissenschaften und Entwicklungsforschung. Es gibt nicht einen einzelnen Urheber dieses Konzeptes, sondern es ist vielmehr eine Entwicklung über die Zeit und aus verschiedenen Quellen. In der Entwicklungspsychologie wird oft der Name Amy Elizabeth Werner Jacobson genannt, die eine Pionierin auf dem Gebiet der Resilienzforschung ist. In den 50er Jahren begann sie eine Langzeitstudie auf der Insel Kauai in Hawaii durchzuführen, um die Entwicklung von 698 Kindern unter schwierigen Umständen zu untersuchen. Ihre Arbeit trug dazu bei, das Verständnis dafür zu vertiefen, wie einige Menschen trotz widriger Bedingungen erfolgreich gedeihen können. Ein weiterer wichtiger Beitrag zur Resilienzforschung stammt von Michael Watter, der in den 1970er Jahren den Begriff Resilient Child, also resilientes Kind, prägte. Seine Arbeit konzentrierte sich darauf, warum einige Kinder in belastenden Umgebungen besser abschneiden als andere. Viele Forscher und Wissenschaftler haben das Konzept der Resilienz weiterentwickelt. Sie haben untersucht, wie sie sich auf verschiedene Aspekte des Lebens auswirkt, sodass die Prinzipien der Resilienz heute wissenschaftlich anerkannt sind. Für mich ist die Heldenreise mehr als nur ein narrativer Ansatz für die Erzählung von spannenden Geschichten. Ich sehe darin ein Modell für persönliches Wachstum, Entwicklung und Veränderung. Weil der Held seine Ängste überwindet, Prüfungen besteht und sich weiterentwickelt, symbolisiert die Heldenreise den inneren Wandel des Menschen auf seinem Weg zur Selbstverwirklichung. Sie ist eine wesentliche Voraussetzung für ein erfülltes Leben. Was hält Menschen davon ab, den ersten Schritt auf ihrer Heldenreise zu wagen? Viele Menschen tragen einen tiefen Wunsch nach Veränderung in sich. Dennoch neigen sie dazu, in ihrer Komfortzone zu verharren. Status quo und Alltag können sehr bequem sein, selbst wenn sie nicht erfüllend sind. Darum wirkt der Gedanke an Veränderung und an die damit einhergehenden Herausforderungen eher abschreckend. Auch Selbstzweifel oder ein Mangel an Selbstvertrauen können Menschen daran hindern, an sich selbst und an die eigenen Fähigkeiten zu glauben. Gesellschaftliche Erwartungen, familiärer Druck oder kulturelle Normen können dazu führen, dass Menschen Entscheidungen treffen, die nicht ihrer wahren Leidenschaft entsprechen. Eine Heldenreise birgt ein gewisses Potenzial für Rück- und Fehlschläge, was diese Menschen davon abhält, sich auf ihren Weg zu machen. Manchmal fehlt es auch an einer klaren Vision oder an klaren Zielen für die eigene Heldenreise. Ja. Aber auch berufliche und familiäre Verpflichtungen können Menschen daran hindern, die notwendige Zeit und Energie für ihre Heldenreise zu investieren. Meiner Ansicht nach ist jeder Lebensweg eine eigene, einzigartige Reise. Damit sie zur Heldenreise wird, ist nicht zwangsläufig eine dramatische Veränderung erforderlich. Wenn du in der Lage bist, Selbstreflexion, Mut, Selbstvertrauen und eine Bereitschaft zur persönlichen Entwicklung zu kultivieren, wird es dir gelingen, alle Hindernisse auf deinem Weg in die Freiheit zu überwinden. Nun zu dir. Wie sieht es bei dir aus? Brennt das Feuer der Sehnsucht nach einem anderen Leben in dir? Wenn ja, was hindert dich, den ersten Schritt zu tun? Schreib es doch in die Kommentare. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass doch bitte ein Like da und vergiss nicht, Infonium zu abonnieren, damit du in Zukunft keine Folge verpasst. Wir sehen uns dann am nächsten Sonntag. Tschüss!